Beste Grüße aus Hamburg City. Was geht ab, meine Freunde? Ich hoffe, euch geht es allen sehr, sehr gut. Und wie ihr im Vorspann gesehen habt, ja, das ist die Schanze. Schulterblatt, die neue Flora oder auch die alte Flora. Ihr habt gesehen, was da abgeht. Ihr seht es noch im Hintergrund. Ganz viel Graffiti an der Wand, ganz viel, ja, Plakate und vieles mehr an der Wand. Das ist ein typisches Markenzeichen meiner Meinung nach von Hamburg, beziehungsweise auch von der Sternschanze. Neue Flora, Schulterblatt, das ist wirklich ganz bekannt. Ganz viele ausländische Mitmenschen hier mit Migrationshintergrund. Ganz viele Türken auf jeden Fall, ganz viele Dönerläden, ganz viele teilweise Portugiesen, Italiener. Also wirklich alles vertreten, ganz, ganz krass. Und das macht natürlich auch Hamburg aus. Das macht auch das Schulterblatt aus, das Multikulti natürlich ist, aber auch ganz viel, leider muss man sagen, Armut. Und Mandana ist gar nicht ihr Geschmack. Alleine von den Klamotten her, wie teilweise die Menschen rumlaufen, wie Lumpi. Man passt sich da auch irgendwie an. Nichtsdestotrotz, ganz klar, es gibt auch andere Orte in Hamburg, finde ich persönlich auch schöner als hier. Ich würde auch nicht unbedingt hier zentral an der Sternschanze leben wollen, obwohl die Mietpreise hier extrem hoch sind. Es ist wirklich ganz krass erschreckend eigentlich. Aber naja, anscheinend ist es halt das Viertel schlechthin. Wir sind jetzt aber ein paar Meter weiter gelaufen und ich will dir gleich mal zeigen, was sie aus dem ehemaligen Bunker gemacht haben. Am Heiligen Geistfeld hier in Hamburg. Da wurde sogar, habe ich mir sagen lassen, ein Hotel drauf gebaut. Und ich versuche da mal mehr Einblicke noch zu erhaschen für euch. Dementsprechend bleibt unbedingt dran. Lasst dem Video jetzt schon mal auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und abonniere gerne diesen Kanal ganz kostenlos und aktiviere die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Und du wirst dich wahrscheinlich wundern, warum ich noch in Hamburg bin. Viele Menschen schauen sich einen Titel an. Viele Menschen lesen sich vielleicht die Videobeschreibung durch. Und hören und schauen vielleicht die ersten 1, 2, 3, 4 Minuten an eines Videos. Aber wenn das Video 10 Minuten lang ist, dann kannst du davon ausgehen, dass auch in den letzten Sekunden oder Minuten noch gravierender Input kommen kann. Und genau so war es auch im letzten Video. Da habe ich nämlich die letzten 3 Minuten von dem grob 11 Minuten Video genutzt, um Aufklärung zu schaffen. Und das ist auch der Grund, siehst du dort, warum wir immer noch in Hamburg sind. Und das nicht geklappt hat, wieder in die Türkei zu fliegen. Dementsprechend schau dir das Video an. Ich werde es verlinken am Ende des Videos. Und dann freue ich mich, wenn du auch dazu Feedback gibst. So, ich drehe mal die Kamera und schau dir das gerne mal an. Also ganz krasses Ding. Heftig. Guck mal, wen ich hier entdeckt habe. Das ist Mandana und Kiana, spontan Foto. Und hier... Das sieht ja echt schon krass aus. Also das ist schon wirklich heftig. Heftiges Teil. Das soll zu jeder Seite 5 Meter Stahlbeton sein. Deswegen, die haben es nicht abreißen können. Und ja, daraufhin, früher standen dort Flak, Flugabwehr, Raketengeschütze und heute sind es Hotelzimmer. Und man kann sogar anscheinend eine Begehung machen. Also ich check mal die Lage und schaue, ob ich da hochkomme. Also bleibt unbedingt dran. Okay, Kiana und ich, wir sind jetzt reingegangen durch die Sicherheitszone und gehen jetzt durch oder an dem Bunker nach oben. Also mega krass. Bleibt dran. Okay, wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Hier mal ein kurzer Zwischenstopp für euch. Kommt man auch gut ins Pumpen hier. Wow. Also heute super Wetter in Hamburg für Hamburger Verhältnisse. Und ihr seht hier die Jugend des St. Pauli. Die trainieren hier fleißig. Richtig cool. Und da ist das Stadion vom FC St. Pauli. Hier vorne ist der Kiez. Also hinter diesem Gebäude. Circa 1,5 Kilometer lang die Straße. Und das ist Heiligen Geistfeld. Für alle Nicht-Hamburger. Und hier findet dann im Winter immer, beziehungsweise ich glaube 4-mal im Jahr, Kiana, oder? 4-mal im Jahr, zu jeder Jahreszeit sozusagen, der Dom statt. Oktoberfestmäßig, nur halt in Hamburg. Also super interessant und auch schon ganz schön hoch. Nichtsdestotrotz, wir gehen jetzt noch weiter. Hier ist nochmal der Fernsehturm, hier rechts.
Also das ist schon echt krass. Gutes Beintraining, gutes Konditionstraining heute. Und hier nochmal die andere Seite. Und hier, boom. Fernsehturm. Da konnte man früher auch hochgehen. Und früher gab es Bungee Jumping. Habe ich aber hier nie gemacht. Also schon echt krass, Hamburg City. Schreib gerne mal rein, ob du schon mal hier warst. Ob du schon mal hier oben warst. Kiana wollte jetzt nicht weitergehen. Und Mandana wartet da unten. Und mal gucken, ob wir sie erwischen. Tatsache. Das ist Kugi. Und Mandana guckt aufs Handy. Liebe Grüße. Krass, oder? Mega. Also echt krass. Mega cool, das erste Mal hier sein zu können. Und ja, bin gespannt, ob du auch schon mal hier warst. Lass es mich gerne mal wissen. Sonne steht gut und ist echt krass. Bin überrascht. Als kleines Dankeschön, als Abschiedsgeschenk wahrscheinlich von Hamburg City. Mega krass. Kiana ist auch im Hintergrund. Jawohl, also wir düsen mal weiter. Okay, im Hintergrund der Bunker. Ihr habt es gesehen, tolle Einblicke hoffentlich. Hoffe, dir hat das gefallen. Die Reise ist noch nicht vorbei. Es gibt noch ein weiteres Highlight hier in Hamburg. Es gibt ja viele weitere Highlights. Aber ein Highlight will ich dir zeigen, und zwar den sogenannten Kiez. Für alle Hamburger, die kennen das. Es gibt aber tatsächlich Hamburger, habe ich mir sagen lassen, die waren noch nie auf der Reeperbahn sozusagen. Schwer zu glauben, aber anscheinend wahr. Nichtsdestotrotz nehme ich euch jetzt mit und dann schaut euch das gerne mal an. Kiana will mit Mandana noch mal zu einem DM. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wo da einer sein soll, aber wir werden ihn wahrscheinlich finden. Im Hintergrund nochmal St. Pauli-Stadion. Und man kann es jetzt nicht erkennen, aber ganz dick und fett die Pride-Flagge. Also für Solidarität. Jawohl, sehr stark. Und genau, jetzt gehen wir noch zu den, ich glaube, tanzenden Türme. Die zeige ich euch auch gleich, also bleibt unbedingt dran. Und ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Wir stehen jetzt hier auf dem Heiligen Geistfeld, den Platz, wo nächsten Monat dann der Dom, der Winterdom stehen wird. Viel Spaß. Tatsächlich war ich hier früher mal drin. Zu meinen wilden Zeiten. Junge, Junge. Und jetzt geht's los. Hier Palmen aus Plastik. Und hier die tanzenden Türme. Die heißen so, weil das Gebäude so gebaut ist, als ob sie anscheinend tanzen. Jawohl. Hier geht's runter zur Elbe. Und das ist der Einstieg zum Kiez. Meine Güte, was habe ich hier gesoffen früher? Echt schlimm. Wirklich schlimm. Ich habe hier richtig viel Geld verballert. Ach, und ich sehe es schon. Hier ist DM. Krass, da wollten wir hin. Ja gut, dann werden wir wahrscheinlich nicht ganz durchgehen. Auf jeden Fall schwenke ich mal rüber. Die haben das damals echt schön umgebaut. Sieht jetzt natürlich auch cool aus. Aber wenn du hier morgens rankommst, richtig dreckige Straße. Pfui. Ah, ist schon heftig. Sind auch viele auf der Straße hier, die leben. Die betteln natürlich auch. Gucke ich auch immer am Start. Und anscheinend ist ja auch Theater hier. Da steht eine Menschenschlange. Und da unten ist sogar im Keller eine Diskothek, soweit ich weiß. Ist noch früh am Abend. Ist noch nichts los. Weiter. Kiana erzählt, nein, Mandana erzählt gerade Kiana was von ihrer alten Geschichte hier im Docks. Und da, hier war die berühmte Tankstelle, ich glaube es war eine Shell, alles abgerissen. Esso, stimmt, eine Esso-Tankstelle. Ja, Esso. Und da vorne ist die berühmte Davidwache.
Ja, und das war meine Hut früher. Und dann dort war Was war da? eine Marktparty. Eine Marktparty. Kennst du das nicht? Nee, kenne ich nicht. Naja, mit dem Himmel da hinten im Hintergrund sieht das schon schön aus. Der Meckes hier ist wahrscheinlich der bekannteste in ganz Hamburg. Meine Güte, Alter, wie krass war das bitte? Oh. Apotheken gibt es aber hier auch, ist wichtig. Vor allen Dingen eventuell für diejenigen, die es drauf ankommen lassen wollen. Also es sieht schon krass aus, finde ich. Jetzt mit dem Licht natürlich echt sehr human das Ganze. Cookie ist das erste Mal auf der Reeperbahn. Also wenn man sich das jetzt hier so anschaut, dann könnte man annehmen, man würde hier nichts verpassen. Übrigens, ja, auch hier vorne zurück bei der Davidwache, da ist die bekannte Herbertstraße. Ja, die Leute bereiten sich vor auf die Partynacht hier. Übrigens, hier ist in der Regel immer was los. Also zumindest vor der Gesundheitskrise war das so. Und am Wochenende natürlich noch deutlich mehr. Sowas solltest du immer meiden. Übrigens hier, ganz bekannt. Die Straße ist auch bekannt. Große Freiheit. Hier war ich früher auch Stammkunde am Wochenende. Jetzt alles natürlich zu. Wir haben ca. 19 Uhr an einem Dienstagabend. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass am Wochenende, also in der Regel, so war das aus meiner Zeit, das ist aber auch schon wieder 20 Jahre her. Oder 15 auch. Voll. Einfach voll. Da kannst du hier nicht so rumlaufen. Das ist richtig Gedränge, Volksfeststimmung, Alkohol im Spiel. Also wirklich, da ist alles am Start. Ja, und hier waren dann so Clubs. Und das Hotel ist neu, das kenne ich gar nicht. Ja, also Hotel am Biedelsplatz, weil das der Platz ist. Und hier vorne ist auch die S-Bahn-Station Reeperbahn. Da steigt man dann ein. Und ich glaube, 1 oder 2 Stationen, dann bist du Altona. Am Ende der Reise angekommen, hier ganz kurzer Einblick für dich aus Hamburg City. Was geht ab? Wünsche ich dir einen schönen Tag weiterhin. Bleib gesund und munter. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du das gerne natürlich weiter teilen für diejenigen, die Hamburg noch gar nicht kennen. Und natürlich immer das Video bis zum Ende anschauen. Und wenn du uns weiter verfolgen willst, kannst du das ganz einfach tun. Einfach kostenlos hier abonnieren, die Glocke aktivieren, damit du kein Video mehr verpasst. Den Daumen nach oben da lassen auch gerne. Und dann kannst du gerne weiter uns verfolgen, wo es die Reise für uns ja, hintreibt. Eins kann ich sagen, diese Woche ist Abflug. Die Flüge sind gebucht, Tickets am Start. Und ja, freue mich, andere Videos wieder zeigen zu können und machen zu können. Mit auch guter Laune, aber von anderer Lokation. Dementsprechend bleibt gesund und munter. Schaut gerne morgen wieder rein für das nächste Video. Ich freue mich, wenn du reinschaust, deine Meinung da lässt. Beste Grüße aus Hamburg City, Reeperbahn, St. Pauli, euer Markus.